Hey Hamsterfans! In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, welche Unterschiede es gibt zwischen den Goldhamstern und den Zwerghamstern. Also eben alles, auf das ihr auch achten könnt, wenn ihr einen Goldie oder einen Zwerg daheim haltet. Fangen wir mal an mit den Goldhamstern. Der Goldhamster ist auf jeden Fall ein Einzelgänger und wenn du ihn bei ihr zu Hause hast, dann ja, wird das so sein eigenes Ding machen. Also auf jeden Fall gilt da, den Hamster nicht mit anderen Hamstern zu halten. Der Goldhamster ist recht ruhig, er ist gelassen, er wird ganz häufig handsam und er ist vor allem nachts aktiv. Das heißt, tagsüber sieht man ihn nicht so oft, aber abends, da läuft er dann seine Runden im Rad und dann kann er dann auch manchmal auf die Hand kommen und man kann so ein bisschen Zähmung mit ihm üben und ihn füttern auch. Die Goldhamster brauchen aber auch viel Platz, also es wäre gut, wenn das Gehege 1,50 mal 50 ist. Ein Goldhamster muss laufen können und er muss vor allem buddeln können. Das heißt, ihr müsst sehr tief einstreuen. Es reicht also nicht einfach nur so 20 cm einzustreuen, sondern ihr streut ein bisschen mehr ein. Das liegt daran, dass der Goldhamster in der Natur häufig in unterirdischen Bauten lebt und die Bauten sind dann wirklich auch sehr, sehr lang. Also da gibt es Gänge von mehreren Metern Länge und da drin lagern sie eben Futter für den Winter. Und da haben sie eine Futterkammer, dann haben sie eben eine Schlafkammer, die sie so ausstaffieren mit bestimmten Fasern aus der Natur, wo sie sich dann gemütlich machen. Ja, und dann haben sie eben auch noch vielleicht eine Kammer, die sie für die Toilette nutzen und so weiter. Und Goldhamster kommen eigentlich aus Syrien, deswegen sagt man auch Syrian Hamster oder syrischer Hamster. Ja, und zusammengefasst kann man jetzt sagen, dass die Goldhamster einfach größer sind, mehr Platz brauchen, dass sie so gemütlich sind meistens, nicht so aufgeregt wie Zwerghamster, dass sie Einzelgänger sind, dass sie nachtaktiv sind und dass sie auch viel Beschäftigung brauchen. Also vieles auch an Tunnelgrabmöglichkeiten, vielleicht eine Watchbox, eine Rennbahn, auf jeden Fall ein Laufrad, ganz viele Hölzer und andere Dinge, die man so zum Knabbern geben kann. Beschäftigungsspielzeug, alle diese Dinge sind immer super für den Goldhamster. Es gibt den Goldhamster in verschiedenen Farben. Also ihr habt diese ganz, ganz hellen Hamster, die fast weiß sind. Dann gibt es so den klassischen Goldhamster, der so ein bisschen gefleckt ist und so eine weiße Halskrause hat, also wie so ein weißes Band um den Hals. Und dann gibt es eben auch noch andere Goldhamster, die dann ganz ungewöhnliche Farben haben, zum Beispiel auch Goldhamster mit einem schwarzen Fell und so weiter. Also da ist dann der Name vielleicht Goldhamster etwas irreführend, weil es die eben in allen Schattierungen auch mittlerweile gibt. Unter anderem gibt es ja auch den Teddyhamster, das ist einfach ein Goldhamster mit etwas flauschigerem, längerem Fell, manchmal nur hinten am Hinterteil ist das Fell dann sehr lang, manchmal ist das Fell komplett lang und da muss man dann natürlich auch sich noch ein bisschen beschäftigen mit sowas wie Fellpflege. Ja, jetzt reden wir mal über die Zwerghamster. Die kann man ja auch gar nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Zwerghamsterarten. Das heißt, die leben in der Natur auch in ganz anderen Gegenden. Und dann gibt es eben auch noch Zwerghamster, die man miteinander kreuzen kann. Also zum Beispiel kann man den dschungarischen Hamster mit dem Campbell-Hamster kreuzen. Das sind beides Zwerghamster. Die leben eigentlich in der Natur so weit voneinander entfernt, dass die sich normalerweise nie paaren würden. Aber in der Zucht geht es eben und dann kommt eben ein Hybridhamster raus und der hat eben so Merkmale von beiden Hamstern, also von dem Campbell-Zwerghamster und von dem dschungarischen Zwerghamster. Und so ein Hybrid ist zum Beispiel unsere Jasmin. Sie hat eben dieses saphirfarbene Fell und so eine Fellfarbe ist natürlich was dann viele Leute mögen und deswegen arbeitet die Zucht darauf hin, auch diese Farbtypen dann zu bekommen. Aber auch bei den dschungarischen Hamstern und bei den Campbell-Hamstern gibt es schon verschiedenste Farbtypen. Der Dschungare ist für mich der Hamster, der am schnellsten zutraulich wird, zumindest was die Zwerghamster angeht. Meistens ist er eher gemütlich. Er ist dämmerungsaktiv, manchmal auch nachts aktiv. Mein Tweety ist vor allem am frühen Morgen da und dann wieder so bei Sonnenuntergang. Und da rennt er wirklich auch viele, viele Kilometer nachts im Rad, braucht deswegen auch auf jeden Fall ein Laufrad. Die meisten Zwerghamster rennen in der Natur auch viel durch die Gegend
um eben Futter einzusammeln, um sich eben ihr Nest bauen zu können und um eben dann alles in die unterirdischen Bauten zu schleppen. Das heißt, manchmal, da legen sie wirklich viele, viele Kilometer in einer Nacht zurück, 10 Kilometer, 11, 12 Kilometer. Und dann finden sie den Weg zurück, indem sie eben alles so ein bisschen mit ihren Duftstoffen markieren. Und dann kommen sie wieder in ihren Bau und dort legen sie dann eben alles, was sie gefunden haben, ab. Deswegen brauchen sie auch daheim, in der Heimhaltung, auch eine hohe Einstreutiefe, etwa so bei 25 Zentimeter angefangen. Und je mehr, desto besser. Und dann wühlen sie sich eben. Also Zwerghamster sind auch oft Wühler. Dann haben wir noch einen ganz speziellen Zwerghamster. Das ist der Roborowski-Zwerghamster. Bei dem ist es wichtig, eine große Sandfläche zu haben, weil er eben in der Natur auch häufig in so Wüsten- und steppenähnlichen Regionen vorkommt. Und der mag es gerne, im Sand zu buddeln, auch im Sand sich zu baden und sich im Sand zu bewegen. Und wenn man jetzt die einzelnen Hamstertypen miteinander vergleicht, kann man sagen, dass der Roborowski-Zwerghamster mit der quirligste Zwerghamster ist. Es ist meistens ein sehr wuseliger Hamster. Die Hamster wirken auch oft schräghaft, sind ängstlich, werden nicht so schnell handsam wie jetzt zum Beispiel ein Kempel oder ein Chungare oder auch ein Hybridhamster. Man muss dann auch sagen, dass die Roborowskis eine recht große Fläche brauchen, aber eigentlich sollte man sagen, dass bei Zwerghamstern auch die Mindestfläche immer 100 cm mal 50 cm ist und alles, was drüber ist, ist halt eben noch besser. Im Handel ist es manchmal wirklich schwer, große Gehege zu finden, aber es wird immer besser. Also ich beobachte, dass es immer mehr Terrarien gibt mit einer höheren Einstreutiefe und dass die auch oft schon recht breit sind. Ja, Zwerghamster sind natürlich auch Einzelgänger. Es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die dann Zwerghamster in Gruppen halten. Meistens sind es dann die Hamster aus demselben Wurf, also es sind Geschwisterkinder und bei denen klappt das dann und die zeigen das dann auch im Internet. Aber das sind eben Ausnahmen und man kann das nie wissen. Manchmal leben diese Hamster harmonisch zusammen oder man denkt, sie leben harmonisch zusammen und dann nach Wochen ist es so, dass sich ein Kampf entwickelt und ein Hamster die anderen Hamster alle tot beißt. Und es ist wirklich was Furchtbares, das dann erleben zu müssen. Und deswegen kann ich nur raten, die Hamster da auch getrennt zu halten. Dann finde ich es noch wichtig, bei den Zwerghamstern auf das Diabetesrisiko hinzuweisen. Das ist tatsächlich höher als bei den Goldhamstern. Deswegen muss man mit sehr stark zuckerhaltigen Lebensmitteln vorsichtig sein. Ohnehin sollte man ja nie irgendwie Süßigkeiten verfüttern. Das versteht sich von selbst. Auch Futterstangen mit Honig oder irgendwelchen anderen Süßstoffen sind nicht gut. Aber auch bei Obst sollte man aufpassen. Also gerade sehr zuckerreiches Obst eher selten verfüttern, wenn dann vielleicht mal eine Beere und das auch nur ab und an. Auch beim Gemüse ein bisschen aufpassen, dass das Gemüse weniger Zucker enthält, zuckerarm ist. Zum Beispiel eine Salatgurke, eine grüne Paprika auch. Ja, da kann man so ein bisschen drauf achten, dass man da schon in jungen Jahren vorbeugt, dass der Hamster erst überhaupt kein Diabetes oder Altersdiabetes bekommt. Ja, das war's zu den einzelnen Hamsterarten. Wenn ihr euch jetzt entscheidet, Goldhamster oder Zwerghamster, dann ist es gar nicht so leicht, weil unter den Zwerghamstern gibt es ja noch so viele andere verschiedene Hamster. Also man kann sich ja dann auch unter den Hamstern nochmal entscheiden. Und ich würde eher so die Frage stellen, welcher Hamster passt dann am besten zu dir? Möchtest du den Hamster eher beobachten? Dann ist vielleicht so ein sehr quirliger Roborowski gut, der dann vielleicht sehr schnell rennt, klettert, sehr schnell rumwuselt, viel lustige Dinge macht, der aber wahrscheinlich nicht so gern auf die Hand kommt und sich rausnehmen lässt. Oder möchtest du eher schmusen? Dann kannst du dir vielleicht so einen Goldhamster holen oder einen schungarischen Hamster. Wenn du einen Hamster möchtest, der so ein bisschen quirliger ist, dann kannst du dir auch einen Hybridhamster holen. Ja, dann würde es mich interessieren, mit wie vielen verschiedenen Hamsterarten ihr schon Kontakt hattet. Also ich meine, wie viele verschiedene Arten ihr gehalten habt und ob ihr so ein bisschen auch so etwas sagen könnt über die einzelnen Arten. Ich hatte ja noch ganz vergessen zu erwähnen, dass es auch den chinesischen Streifenhamster gibt. Den findet man aber hier in Deutschland gar nicht mehr so häufig. Also ich sehe den eigentlich nirgends und deswegen erwähne ich den so selten in meinen Videos. Ansonsten sage ich Tschüss Hamsterfans, bis bald, macht's gut.